Du hast dir ein tolles Stück vorgenommen, das du gerne mal richtig gut spielen können möchtest, das schwierig ist, das vielleicht noch zu schwierig ist für dich und das du endlich mal so richtig meistern können möchtest. Dann sage ich dir erstmal, denk noch mal gut drüber nach. Und das soll nicht heißen, dass ich dir das ausreden möchte, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte dir ein paar Anregungen dazu geben, wie du auf deinem Weg viel schneller vorankommst. Und das wollen wir heute mal besprechen. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Du spielst Blockflöte, du kannst bestimmt schon einiges. Es gibt aber so ein Stück, das du mal gerne spielen können würdest, vielleicht schon lange spielen können würdest. Und du hast es mal probiert vielleicht, aber es hat nie so richtig geklappt. Und du möchtest musikalisch weiterkommen, dieses Stück endlich mal beherrschen. Die Aufnahmen, die du dir davon angehört hast, die gefallen dir so gut, dass du wirklich jetzt motiviert bist, das endlich mal in Angriff zu nehmen. Nur mal als Beispiel, so ein Stück wäre die Solo-Flötenpartita von Johann Sebastian Bach. Über dieses Stück zum Beispiel habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht über die Struktur und wie du dieses Stück einteilen und wie du dran üben kannst. Aber vielleicht hast du ja wirklich noch gar keine Ahnung, wie man zum Beispiel diese Bach-Partita oder ein anderes schwieriges Stück spielen kann, das du vor dir hast, das du dir vorgenommen hast und wie du da rangehen sollst. Von einer Teilnehmerin, die kommende Woche an meinem Live-Workshop teilnehmen möchte über diese Bach-Partita, habe ich im Vorfeld eine Frage bekommen. Sie schrieb mir nämlich, kann ich denn an diesem Workshop überhaupt teilnehmen? Denn ich kann das hohe G noch nicht perfekt spielen. Und über diese Frage habe ich mich sehr gefreut, weil es ja mit diesem Thema zu tun hat, was wir heute besprechen, nämlich dieser Anspruch, dass es perfekt sein soll, wenn ich das Stück meistere, wenn ich es wirklich gemeistert habe. Und natürlich habe ich mich auch sehr gefreut, weil es im Workshop ja erstens mal darum geht, dass es noch nicht perfekt sein muss, sondern dass man gerade diese schwierigen Sachen aus so einem Stück auch gemeinsam übt. Aber mal angenommen, du hast so ein vergleichbares Stück oder ein Stück, das längst nicht so schwierig ist wie die Bach-Partita, aber das für dich eben noch zu schwierig ist. Was machst du dann? Wenn es so viele Baustellen gibt, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Wenn du zum Beispiel gar nicht alle Noten und die dazugehörigen Griffe auf der Blockflöte kennst. Wenn du nicht weißt, wie der Rhythmus geht. Wenn du Vorzeichen vorne stehen siehst, von denen du wirklich keine Ahnung hast, für welche Töne stehen die, was bedeuten die für dieses Stück, das ich jetzt spielen will, was muss ich da anders machen als normal. Oder du weißt, du solltest hier drin eigentlich ein bisschen Verzierungen reinbringen und hast auch keine Ahnung, wie und was. Und es ist ja klar, wir können nicht alle Baustellen gleichzeitig lösen, aber irgendwie ist das ja auch miteinander verzwickt. Also wenn ich die Noten und die Griffe gar nicht kenne, dann kann ich ja den Rhythmus nicht ausprobieren. Und wenn es beim Rhythmus, beim Spielen irgendwie hakt, kann mein Atem nicht fließen. Und zum Beispiel, wenn mein Atem nicht schön fließt, kann ich auch niemals schöne Verzierungen spielen. Und um jetzt nochmal als Beispiel diese Bach-Partita zu nehmen, da springen ja die Schwierigkeiten gleich ins Auge. Man sieht lauter Sechzehntel, man kann nirgends atmen. Es gibt extrem hohe Töne, sehr tiefe Töne und das Ganze im kunterbunten Wechsel. Und natürlich die 3 Bs als Vorzeichen. Also wir wollen heute ja nicht dieses Stück besprechen, das steht ja nur als Beispiel für Stücke oder ein Stück, das du dir vorgenommen hast. Vielleicht sagst du jetzt, bei mir sind alle dies sind Baustellen. Der Atem, die hohen Töne, die Kombination von hohen und tiefen Tönen, schnelle Noten, Verzierungen, die Tonart. Und die Lösung findest du, indem du deine Schwierigkeiten, die du wahrscheinlich Fehler nennst, herunterbrichst auf kleinere Einheiten, die du bewältigen und verstehen kannst. Das heißt, dass du das Stück meistern kannst, so wie es für dich passt.
Damit meine ich jetzt nicht nur, dass du in ganz, ganz kleinen Schritten ganz langsam lernen sollst, sondern dass du dir die Schritte heraussuchst, die für dich und dein Blockflötenspiel passen. Dass du dir also dieses Stück zunutze machst, um für dein individuelles Blockflötenspiel genau das Richtige zu lernen und herauszufiltern, wo es bei dir hakt, damit du anhand dieses Stückes Dinge lernen kannst, die dir für alle Stücke, die du spielst, nützlich sind. Und wir können ja nur was lernen, indem wir erst was nicht können. Insofern ist das ja gut, dass das Stück erstmal noch zu schwierig ist. Und jetzt möchte ich dich mal zum Nachdenken anregen. Ein Stück meistern. Heißt das für dich, dass du das Stück perfekt spielen kannst? Oder heißt es eher, dass du in der Technik deines Blockflötenspiels vorankommen möchtest und in deinem musikalischen Ausdruck, dass du Fortschritte hörst, neue Möglichkeiten entdeckst, Erkenntnisse auftust in deinem Blockflötenspiel? Ich kann dir nämlich sagen, dass es eine Sackgasse ist, wenn du hauptsächlich nach dieser Perfektion strebst. Ich möchte dir jetzt mal einen Weg zeigen, wie du da rangehen kannst. Und zwar nehmen wir mal wieder als Beispiel diese Bach-Partita. Da will ich dir mal 3 Szenarien zeichnen, die vorkommen könnten und was dann meine Vorschläge wären. Szenario 1 wäre, du hättest keine Ahnung, wie das Stück zu spielen ist. Du kennst längst nicht alle Noten. Du weißt nicht, wofür die 3 Bs vorne stehen, welche Töne durch diese 3 Bs verändert werden und du weißt auch nicht, wie schnell das Stück gespielt werden soll. Dann könntest du mal bei den Tönen anfangen, dass du überhaupt einen Überblick hast, welche Töne kommen da drin vor und wie gehen die. Und du weißt vielleicht, dass die Töne, die in dem Stück vorkommen, mit bestimmt werden durch die Vorzeichen, die vorne stehen. Das Bekannteste ist ja, wenn wir vorne ein B stehen haben, dann wird aus dem H überall ein B und überall, wo normalerweise ein H gespielt würde, musst du dann ein B spielen. Und jetzt fragst du dich, ja, wofür stehen denn dann das zweite und das dritte B? Und das musst du dann eben herausfinden. Das kannst du googeln oder du kannst deine Lehrerin oder deinen Lehrer fragen. Da kommst du dahinter und dann wirst du wissen, für welche Töne diese 2 Bs stehen. Und dann musst du auf die Suche gehen nach den Noten in dem Stück, zum Beispiel in der Bach-Partita, die dann so heißen, wie diese Töne vorne. Und dann übst du diese Töne. Wenn du dann ganz fleißig bist, übst du die entsprechende dazu passende Tonleiter, denn dann wirst du feststellen, dass es um eine bestimmte Tonart geht. Und wenn dir das dann in der Bach-Partita hier als Beispiel zu schwer ist, dann könntest du dir zum Beispiel ein viel, viel leichteres Stück irgendwo suchen, das auch 3 Bs als Vorzeichen hat, aber wo die Gesamtheit der Töne nicht so kompliziert ist, wo man irgendwo ganz normal atmen kann und wo der Rhythmus klar ist. Oder du übst diese Töne mit den Vorzeichen ganz gezielt in dieser Bach-Partita, hier als Beispiel, und suchst dir dann die entsprechenden Griffe, die um diese Töne herum liegen, raus, Schritt für Schritt. Szenario 2 könnte sein, du kennst die meisten Töne, aber du verspielst dich immer wieder und du weißt auch nicht so richtig, wo du atmen sollst. Hier könnte es sein, dass du dich verspielst, weil du nicht weißt, wo du atmen sollst. Und da wäre es wichtig, die Phrasierung erstmal herauszufinden, was gehört zusammen, wo beginnt ein neuer Abschnitt,
In diesem Beispiel mit der Bach-Partita können wir das überhaupt nicht sehen. Wir sehen nur einen Wust von Sechzehntelnoten ohne Atemzeichen drin. Und da wäre es zum Beispiel eine Idee, dass du dir mal Aufnahmen davon anhörst auf YouTube. Vielleicht hast du die ja schon längst angehört und bist so auf das Stück gestoßen. Dann würde ich das mal studieren mit dem Fokus darauf, wo atmet denn so jemand oder wo atmet der oder die. Und dann bekommst du schon ein Gefühl dafür, wo die Abschnitte sind. Oder du probierst es selbst, indem du das Stück durchspielst, ohne Rücksicht auf Verluste, das heißt ohne Rücksicht auf Fehler, die du spielst, also falsche Töne, und wirklich sagst, ich bin jetzt nur konzentriert auf die Abschnitte, auf was hier zusammengehört und was nicht, wo ich vielleicht atmen kann, wenn ich es dürfte, und also sprich die Phrasierung. Szenario 3 könnte sein, du kennst die Phrasierung, du atmest an den richtigen Stellen, und du kannst auch alle Töne perfekt spielen, aber trotzdem klingt es irgendwie nicht so gut. Und da kommst du sicher auch selbst schon auf die Idee, dass das mehr mit dem musikalischen Ausdruck zu tun haben könnte. Und dann könntest du dir mal überlegen, mit welchen Mitteln kann ich denn musikalisch was ändern. Denk dabei zum Beispiel an Timing und Agogik. Oder auf das Zuspielen, auf bestimmte Zielnoten, auf Dynamik. Oder zum Beispiel, wenn du die Phrasierung kennst und weißt, wo du atmen musst, dass du mal darauf achtest, atme ich da nur rein technisch oder mache ich auch musikalisch ein Aufatmen und nehme mir wirklich Zeit, weil ich wirklich verinnerlicht habe, dass hier eine neue Aussage beginnt und eine alte zu Ende war. Das ist nämlich anders, als wenn ich nur atme, weil da ein Atemzeichen steht. So, das waren jetzt mal 3 Szenarien, 3 Beispiele. Und was haben jetzt meine Lösungsvorschläge dafür gemeinsam? Sie haben erstens gemeinsam, dass du gezielt und direkt dein Blockflötenspiel verbesserst und das einen Nutzen hat für alles, was du auf der Blockflöte spielst, aber vor allem auch, dass du an den richtigen Schritten geübt hast, die für dich relevant sind und wo du an deinen Baustellen üben musst. Während wenn du als Ziel hast, die Bach-Partita fehlerfrei zu spielen, du vielleicht irgendwann das Handtuch werfen wirst und dir sagen wirst, das Stück ist zu schwer für mich oder das Stück ist noch zu schwer für mich. Ich muss erst dieses oder jenes Stück, was ein bisschen leichter ist, perfekt können und dann nehme ich mir so ein Stück wie die Bach-Partita vor. Dann ist der Anspruch so hoch, als ob du als Ziel hast, in ein paar Wochen oder Monaten auf hell erleuchteter Bühne dieses Stück perfekt abzuliefern. Und in dem Fall, wie ich dir es vorschlage, stell dir vor, du wirfst einen kleinen Lichtkegel auf einen bestimmten Aspekt deines Blockflötenspiels in diesem Stück. Das heißt, das Stück steht nicht zentral. Du nutzt das Stück, um daran zu lernen. Und dabei lernst du ja auch das Stück besser zu spielen. Und das heißt für mich ein Stück meistern. Du bist der Meister, die Meisterin über dieses Stück. Du nutzt das, um dein Spiel zu verbessern und nicht umgekehrt. Du verbesserst dein Spiel, um das Stück perfekt spielen zu können. Und das Schöne daran ist, du bist dadurch
sofort einige Schritte weiter und wirst das Stück vielleicht irgendwann perfekt spielen können, denn dagegen ist ja gar nichts zu sagen und das ist ja ein wunderbares Ziel irgendwann und du hast eben die richtigen Schritte auf dem Weg dorthin gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte dich heute jetzt richtig motivieren, dieses schwierige Stück, was du vorhast, echt in Angriff zu nehmen, aber eben noch mal besser drüber nachzudenken, was genau ist mein Ziel und wie erreiche ich das am besten? Und ich denke mal, dein Hauptziel ist ja, dass du schön und mit musikalischem Ausdruck und mit guter Technik Blockflöte spielst, damit du unter anderem so ein Stück meistern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hier sehen auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!